Übersicht. Vor etwa 2 Jahren haben wir bereits ein Video über die Arten der deutschen Standorte der SCP Foundation veröffentlicht. Damals war das Thema allerdings deutlich kompakter gehalten. Wir haben die Informationen größtenteils nur vorgelesen und konnten nicht so tief einsteigen, wie es dieses komplexe System eigentlich verdient hätte. Seitdem hat sich jedoch einiges verändert. Unser Team ist größer geworden. Wir haben mehr Erfahrung gesammelt. Und vor allem, wir haben heute deutlich mehr Möglichkeiten, Inhalte nicht nur zusammenzufassen, sondern wirklich einzuordnen, verständlich aufzubereiten und spannend zu erzählen. Deshalb kommt heute ein neues, erweitertes Video, nicht als Wiederholung, sondern als Upgrade. Wir gehen diesmal strukturierter vor, erklären Begriffe und Zusammenhänge genauer und zeigen, warum die deutschsprachige SCP Foundation bei ihren Standorten ein ganz eigenes, extrem durchdachtes System nutzt. Wenn ihr unser altes Video kennt, ihr werdet viele Punkte wiedererkennen, aber ihr werdet sie diesmal in einem deutlich größeren Kontext sehen. Und wenn ihr neu dabei seid, dann ist dieses Video der perfekte Einstieg, um zu verstehen, wie die Foundation in Deutschland wirklich arbeitet. O41 Einrichtungen. Die SCP Foundation unterhält weltweit eine Vielzahl an Standorten. Von unscheinbaren Außenposten bis hin zu riesigen Hochsicherheitsanlagen, die ganze Landstriche verschlingen könnten, ohne dass die Öffentlichkeit je davon erfährt. Doch dabei ist eines entscheidend: Standort ist nicht gleich Standort. Je nachdem, ob eine Einrichtung direkt der Mutter-Foundation untersteht oder einem regionalen Ableger zugeordnet ist, unterscheiden sich Größe, Ausstattung, Sicherheitsniveau, interne Hierarchie und sogar die operative Philosophie teils erheblich. Und genau darin liegt einer der wichtigsten Gründe, warum diese Ableger überhaupt existieren. Sie machen die Foundation anpassungsfähig. Während eine zentrale Struktur zwar mächtig, aber träge wäre, können regionale Ableger schnell auf lokale Gegebenheiten reagieren. Auf kulturelle Besonderheiten, politische Rahmenbedingungen, geografische Risiken und vor allem auf anomale Muster, die in bestimmten Regionen gehäuft auftreten. Erst durch diese dezentrale Flexibilität wird die Foundation wirklich effektiv. Genau deshalb unterscheidet sich auch die Struktur der Einrichtungen im deutschsprachigen Raum deutlich von den Standorten der Mutter Foundation. Nicht, weil man es anders machen will, sondern weil man es in dieser Realität, in diesem Umfeld und unter diesen Bedingungen anders machen muss. Einrichtungen der deutschsprachigen SCP Foundation. Die deutschsprachige SCP Foundation besitzt eine eigene, klar abgegrenzte Standortstruktur. Und diese ist deutlich präziser organisiert, als viele Zuschauer zunächst vermuten würden. Denn im deutschsprachigen Raum wird nicht einfach nur zwischen Standort und Außenstelle unterschieden, sondern zwischen mehreren Kategorien mit ganz eigener Funktion. Eindämmungsstandorte, Sonderstandorte, Areale sowie Außenposten bestehender Einrichtungen. Zusätzlich existieren Mischformen wie Eindämmungssonderstandorte, die sowohl klassische Verwahrung als auch hochspezialisierte Sonderaufgaben übernehmen. Diese Struktur ist nicht bürokratische Spielerei, sondern eine Notwendigkeit, weil sie bestimmt, welche Einrichtung Eindämmung leisten kann, welche Forschung betreibt, welche nur beobachtet und welche ausschließlich für bestimmte Eskalationsszenarien existiert. Besonders relevant ist dabei, jeder Eindämmungsstandort besitzt mindestens eine Primärspezialisierung sowie eine oder mehrere Sekundärspezialisierungen. Das bedeutet, ein Standort ist nicht einfach ein Lager, sondern ein gezielt aufgebautes System, das auf bestimmte Anomalieklassen ausgelegt ist. Primärspezialisierungen können dabei durchaus auch als Sekundärspezialisierungen bei anderen Einrichtungen auftreten, denn manche Risiken sind so häufig oder so gefährlich, dass Redundanz zwingend notwendig ist. Diese Spezialisierungen entscheiden darüber, welche Objekte aufgenommen werden dürfen, welche Sicherheitsarchitektur vor Ort vorhanden sein muss und wie hoch die interne Alarmbereitschaft liegt. Insgesamt unterhält die deutschsprachige SCP Foundation 25 Standorte. Davon sind 17 Eindämmungsstandorte, wobei einer davon als Eindämmungssonderstandort klassifiziert ist. Ein weiterer nimmt eine Sonderrolle ein, da er sich in einer Metarealität befindet. Ein Standort, der zwar operative Bedeutung besitzt, jedoch keine klassische Ersteindämmung durchführen kann, weil seine Existenzbedingungen nicht mit regulären Eindämmungsabläufen kompatibel sind. Zusätzlich existieren 8 Sonderstandorte, von denen einige dennoch Ersteindämmungskapazitäten aufweisen. Ein Detail, das zeigt, wie flexibel diese Standorttypen je nach Lage und Bedrohungsprofil interpretiert werden können. Doch selbst diese Struktur ist nicht statisch.
Standorte werden aufgegeben, umfunktioniert oder verschwinden vollständig aus dem aktiven Netz. Sei es durch anomale Durchseuchung, strukturelle Missstände oder schlicht, weil eine Einrichtung ihren Zweck nicht mehr erfüllen kann. In manchen Fällen werden geeignete Anlagen sogar an zivile Unternehmen, Behörden, das Militär oder andere staatliche Stellen abgegeben. Oft ohne dass diese Stellen die vollständige Wahrheit über die Vergangenheit des Geländes erfahren. Und wenn ein Standort nicht übergeben werden kann, bleibt manchmal nur eine letzte Option. Unterirdische Bereiche werden versiegelt, verfüllt oder abgetragen, das Gelände verkauft oder verpachtet. Und offiziell existiert die Einrichtung nie wieder. Inoffiziell jedoch bleibt sie oft genau das, was sie immer war. Ein Ort, den man nicht mehr betritt, weil man nicht sicher ist, ob er wirklich leer ist. Und falls ihr euch fragt, wie diese 25 Einrichtungen genau heißen, wo sie liegen und welche Spezialisierungen sie haben. Wir haben dazu bereits ein eigenes, ausführliches Video gemacht, in dem wir alle deutschen Standorte im Detail durchgehen. Arten der Einrichtungen. Die deutschsprachige SCP Foundation unterscheidet ihre Einrichtungen nicht nur nach Größe oder Sicherheitsstufe, sondern nach ihrem tatsächlichen Zweck. Das ist entscheidend, weil jede Kategorie eine andere Aufgabe erfüllt und weil ein falsches Verständnis dieser Struktur in der Praxis tödlich enden kann. Grundsätzlich existieren mehrere grundlegende Arten von Einrichtungen, die zusammen das operative Netz der deutschsprachigen Foundation bilden. Den Kern bilden die Eindämmungsstandorte. Diese Einrichtungen sind dafür ausgelegt, Anomalien aufzunehmen, zu sichern und dauerhaft zu verwahren. Von der Ersteindämmung direkt nach einem Fund bis hin zur Übergangs- und Dauereindämmung. Eindämmungsstandorte sind gewissermaßen die Festungen des Systems. Hier existieren Zellen, Sicherheitsarchitektur, Forschungseinrichtungen, medizinische Abteilungen, Einsatzkräfte und sämtliche logistische Infrastruktur, die nötig ist, um anomale Objekte nicht nur kurzfristig zu kontrollieren, sondern über Jahre oder Jahrzehnte hinweg unter Verschluss zu halten. Daneben stehen Sonderstandorte. Sie wirken auf den ersten Blick wie normale Standorte, doch ihre Funktion ist eine andere. Sonderstandorte existieren nicht primär, um Anomalien in großer Zahl einzudämmen, sondern um spezielle Aufgaben zu erfüllen. Das kann Forschung, Entwicklung, strategische Koordination oder die Durchführung bestimmter Protokolle sein. Viele Sonderstandorte besitzen nur begrenzte oder gar keine Ersteindämmungsmöglichkeiten, und in manchen werden außerhalb ihres Zweckes keine Anomalien eingelagert. Man könnte sagen, wenn Eindämmungsstandorte die Mauern sind, dann sind Sonderstandorte die Werkzeuge, hochspezialisiert, aber nicht dafür gedacht, alles abzufangen. Eine weitere Kategorie sind Areale. Diese Einrichtungen sind autark, oft isoliert und meist nur für eine einzige Anomalie vorgesehen. Typischerweise eine, die immobil ist, oder deren Eindämmung so viel Infrastruktur erfordert, dass ein gewöhnlicher Außenposten nicht ausreichen würde. Areale entstehen dort, wo man nicht etwas in eine Zelle bringt, sondern wo man die Eindämmung um das Objekt herum bauen muss. Man errichtet nicht einfach einen Standort für eine Anomalie. Man errichtet eine ganze Anlage, weil es keine andere Wahl gibt. Ergänzt wird dieses Netz durch Außenposten, also kleinere Einrichtungen, die organisatorisch zu einem Standort gehören. Außenposten sind kein Mini-Standort, sondern eine operative Verlängerung der Reichweite. Besonders wichtig sind dabei Bereitschaftsposten. Dort befinden sich dauerhaft Reaktionskräfte in Bereitschaft, inklusive Fahrzeugen, Ausrüstung, Vorräten und oft sogar einem einfachen oder improvisierbaren Hubschrauberlandeplatz. Viele dieser Posten verfügen zudem über rudimentäre Eindämmungsmöglichkeiten, um frisch geborgene Anomalien kurzfristig zu sichern. Gerade in schwer zugänglichen oder weit entfernten Gebieten sind Bereitschaftsposten ein entscheidender Faktor. Denn wer zu spät reagiert, reagiert meistens gar nicht mehr. Neben Bereitschaftsposten existieren Beobachtungsposten, die primär der Aufklärung dienen. Ihre Aufgabe ist es nicht einzudämmen, sondern Anomalien frühzeitig zu erkennen, Bewegungen zu verfolgen und Veränderungen zu dokumentieren, bevor ein Ereignis eskaliert. Und schließlich gibt es Eindämmungsaußenposten, die gezielt dafür gebaut werden, Anomalien außerhalb des unmittelbaren Geländes eines Standorts einzudämmen, etwa wenn ein Objekt nicht transportierbar ist oder die Risiken einer Verlegung zu hoch wären. Und dann existiert noch eine Kategorie, über die man selten spricht: ehemalige Standorte. Das sind Einrichtungen, die offiziell nicht mehr genutzt werden, aber auch nicht abgegeben werden können.
Sie bleiben im Foundation-Netz, weil sie kontaminiert, instabil oder schlicht zu gefährlich sind, um sie in zivile Hände zu geben. Solche Anlagen tragen häufig Kennzeichnungen wie Standort DE3EX. In vielen Fällen ist ehemalig dabei ein beschönigender Begriff. Denn wenn ein Standort nicht mehr aktiv ist, heißt das nicht automatisch, dass er leer ist. Arten der Eindämmung. Grundsätzlich unterscheidet die deutschsprachige SCP Foundation 3 Arten von Eindämmung. Und diese Unterscheidung ist nicht nur Bürokratie oder interne Begriffsklauberei. Sie ist ein Sicherheitsmechanismus. Denn Anomalien werden nicht einfach eingefangen und weggeschlossen. Sie werden Schritt für Schritt durch ein System bewegt, das darauf ausgelegt ist, Chaos in Kontrolle zu verwandeln. Jede Phase erfüllt dabei eine eigene Funktion und hat ein klares Ziel: Stabilisierung, Erkenntnisgewinn und letztlich dauerhafte Sicherung. Die erste Phase ist die Ersteindämmung. Sie beginnt in dem Moment, in dem eine Anomalie bekannt wird. Sei es durch einen Zwischenfall, eine Entdeckung, eine Meldung aus zivilen Strukturen oder einen Vorfall, der nicht mehr ignoriert werden kann. Ersteindämmung bedeutet Zugriff, Ingewahrsamnahme, Abschirmung und Transport. Ziel ist es, die Anomalie so schnell wie möglich aus dem öffentlichen Raum zu entfernen und sie in eine kontrollierte Umgebung zu bringen, in der überhaupt erst eine erste Klassifizierung möglich ist. In dieser Phase geht es nicht um Forschung, nicht um Verstehen, sondern um Schadensbegrenzung. Die Anomalie muss aus der Realität verschwinden, bevor sie weitere Opfer fordert oder Informationen nach außen dringen. Darauf folgt die Übergangseindämmung. Und genau hier beginnt der eigentliche Kern der Foundation-Arbeit. Während der Übergangseindämmung werden Anomalien aktiv erforscht, getestet und untersucht. Nicht aus Neugier, sondern weil jede unbekannte Variable eine potenzielle Katastrophe ist. In dieser Phase wird analysiert, wie eine Anomalie funktioniert, welche Auslöser sie besitzt, welche Grenzen sie hat und ob sie überhaupt eindämmbar ist. Gleichzeitig werden daraus strategische Erkenntnisse gewonnen. Welche Risiken entstehen? Welche Gegenmaßnahmen sind möglich? Welche Ressourcen werden benötigt? Besonders wichtig ist, Übergangseindämmung findet nicht immer nur an Standorten statt, die perfekt auf die jeweilige Anomalie spezialisiert sind. Manchmal wird ein Objekt bewusst an einen Standort verlegt, der die nötige Forschungsinfrastruktur besitzt, um bestimmte Untersuchungen durchführen zu können. Das klassische Beispiel hierfür ist Forschungsstandort DE12, der nicht einfach lagert, sondern analysiert und damit oft die Grundlage dafür schafft, dass eine Anomalie später überhaupt sicher verwahrt werden kann. Die dritte und letzte Phase ist die Dauereindämmung. Sobald eine Anomalie ausreichend erforscht ist und ihre Eigenschaften, Risiken und Eindämmungsbedingungen als stabil bewertet werden können, wird sie an einen Standort transferiert, der genau für diese Art von Objekt ausgelegt ist. Dauereindämmung bedeutet permanente Sicherung, langfristige Protokolle, spezialisierte Infrastruktur und ein Standort, der nicht nur heute funktioniert, sondern auch in 5, 10 oder 20 Jahren noch standhält. Denn viele Anomalien werden nicht neutralisiert, sie werden verwahrt. Und genau deshalb muss die Dauereindämmung so konzipiert sein, dass sie nicht nur das Objekt kontrolliert, sondern auch den Faktor Zeit. Kurz gesagt, Ersteindämmung ist das schnelle Zugreifen, Übergangseindämmung ist das systematische Verstehen und Dauereindämmung ist die langfristige Kontrolle. Und wer diese 3 Stufen nicht trennt, begeht denselben Fehler wie jede Organisation, die an Anomalien zerbricht. Sie versucht etwas zu verwalten, das sie noch nicht einmal verstanden hat. Tarnung. Tarnung ist keine Nebensache. Sie ist einer der wichtigsten Grundpfeiler, auf denen die Existenz der SCP Foundation überhaupt erst möglich ist. Denn Eindämmung bedeutet nicht nur, Anomalien zu sichern. Eindämmung bedeutet auch, die Welt davor zu schützen, zu erfahren, dass sie geschützt werden muss. Und genau deshalb sind sämtliche Einrichtungen der Foundation auf vielfältige Weise getarnt. Mal wirkt ein Standort wie ein Stützpunkt einer Polizeihundertschaft, mal wie eine militärische Liegenschaft, mal wie ein Industriepark oder eine gewöhnliche Fabrik. Andere Standorte sind als Bürogebäude getarnt. Und besonders bei weitgehend unterirdischen Einrichtungen ist eine Tarnung als Hotelanlage oder Ferienkomplex nicht unüblich. Ein unscheinbarer Empfangsbereich, ein Parkplatz, ein paar Nebengebäude und darunter beginnt eine Welt, die es offiziell nicht geben darf. Diese Tarnungen enden jedoch nicht bei Gebäuden und Zäunen. Entsprechend der Deckidentität einer Einrichtung wird auch alles andere angepasst. Das Personal, die Arbeitsabläufe, die Fahrzeuge, die Uniformen, die Logistik.
Alles, was oberirdisch sichtbar ist, muss in das zivile Bild passen, das die Umgebung erwartet. Ein Standort kann nicht gleichzeitig nach normaler Infrastruktur aussehen und im selben Moment Kolonnen gepanzerter Fahrzeuge ausstoßen, ohne dass irgendwann jemand Fragen stellt. Die Tarnung ist deshalb nicht nur optisch, sie ist funktional. Sie soll nicht beeindrucken, sondern unauffällig wirken. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Gerade in Deutschland ist diese Strategie besonders sensibel. Das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber staatlicher Gewalt, insbesondere gegenüber Polizei und noch stärker gegenüber dem Militär, ist historisch bedingt deutlich ausgeprägter als in vielen anderen Ländern. Eine militärische Tarnung zieht Aufmerksamkeit an. Presse, Aktivisten, neugierige Bürger, Drohnen, private Recherchen. All das kann innerhalb weniger Stunden eine Situation erzeugen, die für die Foundation brandgefährlich wird. Deshalb setzt der deutschsprachige Ableger zunehmend auf zivile Tarnungen oder auf sogenannte Mehrfachtarnung. Ein System, das es erlaubt, flexibel zwischen verschiedenen Identitäten zu wechseln, ohne dass ein Bruch erkennbar wird. Das geschieht teils buchstäblich durch Wendejackenprinzipien, Überkleidung, austauschbare Kennzeichnungen, modulare Ausrüstung. Ein Einsatzteam kann als militärische Einheit auftreten, in ein Fahrzeug einsteigen, wenige Minuten später an einem anderen Ort ankommen und als Bundespolizei wieder aussteigen. Für Außenstehende sieht es aus wie ein normaler Einsatz. Für die Foundation ist es ein Schutzschild gegen Aufmerksamkeit. Denn die größte Gefahr ist nicht nur die Anomalie selbst, sondern die Frage, warum dort überhaupt etwas passiert. Tarnung sorgt dafür, dass diese Frage nie gestellt wird. Und genau deshalb gilt intern ein einfacher Grundsatz. Eindämmung beginnt nicht in der Zelle, sie beginnt dort, wo niemand hinschaut. Ausstattung. Die genaue Ausstattung eines Standorts ist nie völlig identisch, und genau das ist beabsichtigt. Zwar existieren grundlegende Richtlinien und Sicherheitsstandards, doch innerhalb dieses Rahmens besitzen Standorte eine bemerkenswerte Autonomie. Sie verwalten sich in vielen Bereichen selbst und entscheiden abhängig von Spezialisierung, Gefährdungslage und geografischer Lage darüber, wie sie sich ausstatten, aufstellen und absichern. Denn ein Standort, der vor allem biologisch anomale Entitäten untersucht, benötigt eine andere Infrastruktur als eine Einrichtung, die regelmäßig mit Realitätsbrüchen, mimetischen Effekten oder aggressiven humanoiden Anomalien konfrontiert wird. Trotz dieser Unterschiede gibt es jedoch eine Art Grundgerüst, das nahezu jeder Standort besitzt, und das ist deutlich militärischer, als viele Außenstehende vermuten würden. Jeder Standort verfügt über von außen nicht einsehbare Tiefgaragen oder abgeschirmte Fahrzeughallen, in denen Einsatzfahrzeuge, gepanzerte Transporter und Spezialfahrzeuge verborgen bereitstehen. Dazu kommt ein Hubschrauberlandeplatz und nicht selten sogar ein oder mehrere eigene Hubschrauber, je nach Einsatzprofil. Ergänzt wird dies durch mindestens ein verstecktes Flugabwehrgeschütz sowie weitere verdeckte Verteidigungsstellungen, die so integriert sind, dass sie im Ernstfall binnen Sekunden aktiviert werden können. Manche Einrichtungen gehen noch weiter. Fest installierte Geschütze, Maschinenkanonen, interne Sperrsektoren und Verteidigungsarchitektur, die bereits im Eingangsbereich darauf ausgelegt ist, einen Eindringling zu verzögern, zu trennen und, wenn nötig, zu neutralisieren. Doch ein Standort ist nicht nur ein Bunker, er ist eine eigenständige Welt. Alle Einrichtungen verfügen über Werkstätten, Lagerräume, Büros, Sozialräume und Unterkünfte. Denn viele Standorte operieren rund um die Uhr, mit Personal in Schichten und mit Einsatzkräften in permanenter Bereitschaft. Wer dort arbeitet, lebt oft in einem Rhythmus, der sich nicht nach normalen Tagesabläufen richtet, sondern nach Alarmstufen, Sicherheitsprotokollen und der Frage, ob heute ein Eindämmungsbruch stattfindet oder nicht. Die Labor- und Eindämmungsausstattung selbst variiert je nach Spezialisierung erheblich. Einige Standorte verfügen über Reinraumlabore, hermetisch versiegelte Trakte, Hochsicherheitszellen, Kältekammern oder komplette Abteilungen für mimetische Abschirmung. Andere benötigen vor allem robuste physische Eindämmung, redundante Sicherheitssysteme und Material, das selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig bleibt. Und wo die benötigte Technologie nicht kostengünstig oder unauffällig über den freien Markt beschafft werden kann, produziert die Foundation diese Ausrüstung selbst. Präzise, standardisiert und auf die jeweiligen Gefahren angepasst. Besonders im deutschsprachigen Ableger ist dabei ein weiterer Aspekt bemerkenswert. Es existieren verschiedene Einrichtungs- und Ausstattungspakete, entwickelt von unterschiedlichen Architekten und Entwicklungsteams.
Diese Pakete werden regelmäßig aktualisiert und sind modular aufgebaut. Das bedeutet, ein Standort kann nach einem Direktorenwechsel in relativ kurzer Zeit umfangreiche Modernisierungen durchführen. Manchmal so umfassend, dass er sich fast wie eine neue Einrichtung anfühlt, obwohl er am selben Ort bleibt. Grundsätzlich sind alle Teile dieser Pakete untereinander kompatibel, um die Wartung, den Austausch und die Logistik zu vereinfachen. Gleichzeitig steht es jedem Standort frei, eigene Lösungen zu entwickeln und sich außerhalb dieser Pakete auszustatten, solange die Kernrichtlinien eingehalten werden. Und diese Richtlinien sind nicht nur funktional, sondern auch psychologisch. Ein zentraler Gestaltungsgrundsatz lautet, dass die Einrichtung nicht nur sicher, sondern auch arbeitsfähig bleiben muss. Die Foundation hat verstanden: Wer dauerhaft in einer Umgebung arbeitet, in der die Realität selbst manchmal bricht, braucht Stabilität, nicht nur durch Beton, sondern durch Atmosphäre. Ausreichende Beleuchtung, gute Belüftung, Klimatisierung, saubere Infrastruktur und eine positive Arbeitsumgebung sind kein Luxus, sondern ein Sicherheitsfaktor. Eine übermüdete, gestresste oder gesundheitlich angeschlagene Belegschaft ist ein Risiko, und Risiken kann sich die Foundation nicht leisten. Wenn es um eine gedeihliche Arbeitsumgebung geht, lässt sich die Foundation deshalb nicht lumpen. Und falls euch besonders interessiert, welche Ausrüstung im Ernstfall nicht nur in den Standorten lagert, sondern von den deutschen MTF-Einheiten tatsächlich im Feld eingesetzt wird. Wir haben dazu bereits ein eigenes Video gemacht, in dem wir die Ausrüstung deutscher MTFs ausführlich auflisten und einordnen. Spezialisierungen. Jeder Eindämmungsstandort der deutschsprachigen SCP Foundation besitzt mindestens eine Primärspezialisierung. Und diese Spezialisierung ist nicht nur ein internes Etikett, sondern der zentrale Bauplan des gesamten Standorts. Sie entscheidet darüber, wie die Einrichtung konstruiert wurde, welche Sicherheitsmaßnahmen dominieren, welches Personal dort in großer Zahl eingesetzt wird, welche Labore vorhanden sind, welche Eindämmungszellen verbaut wurden und welche Ausrüstung im Ernstfall innerhalb von Sekunden verfügbar sein muss. Kurz gesagt, ein Standort ist nicht einfach ein Ort, an dem Anomalien gelagert werden. Er ist eine maßgeschneiderte Antwort auf eine bestimmte Klasse von Risiken. Dabei wird die Primärspezialisierung nicht willkürlich gewählt, sondern so, dass sie zu den örtlichen Gegebenheiten passt. Ein Standort, der auf große, schwere oder kaum transportierbare Objekte ausgelegt ist, muss beispielsweise an einem logistisch gut nutzbaren Infrastrukturknotenpunkt liegen. Mit direkter Anbindung an Straßen- und Schienennetze, mit verdeckten Zufahrten, mit Kapazitäten für Schwertransporte und notfalls sogar mit Möglichkeiten, eine Anomalie zu bewegen, ohne dass Außenstehende überhaupt begreifen, dass gerade etwas transportiert wird. Andere Standorte sind wiederum bewusst abgelegen errichtet, weil ihre Spezialisierung eher in Bereichen liegt, bei denen Isolation der wichtigste Schutz ist, etwa bei hochinfektiösen biologischen Anomalien oder besonders sensiblen mimetischen Effekten. Diese Primärspezialisierung bestimmt auch maßgeblich den weiteren Weg einer Anomalie innerhalb der Foundation. Sie entscheidet, wohin ein Objekt nach der ersten Sicherstellung gebracht wird, insbesondere dann, wenn es um Übergangseindämmung und vor allem Dauereindämmung geht. Denn sobald klar ist, womit man es zu tun hat, wird eine Anomalie dorthin verlegt, wo die Infrastruktur, das Fachpersonal und die Sicherheitsarchitektur exakt auf dieses Risiko ausgelegt sind. Damit ist das Spezialisierungssystem im Kern nichts anderes als eine strategische Sortierung. Anomalien werden nicht einfach eingesperrt, sie werden dort untergebracht, wo man sie langfristig am sichersten kontrollieren kann. Auch auf taktischer Ebene ist das relevant, denn Spezialisierungen beeinflussen nicht nur die Unterbringung, sondern auch die Einsatzlogik der mobilen Taskforces. Wenn ein Standort beispielsweise eine besondere Expertise im Umgang mit bestimmten Bedrohungen besitzt, ist er häufig auch der Ort, von dem aus spezialisierte MTFs anreisen müssen oder zumindest koordiniert werden. Allerdings ist dabei wichtig zu verstehen: Nicht jede MTF ist automatisch dort stationiert, wo ihre Spezialisierung dem Standort entspricht. Manche Einheiten sind bewusst strategisch verteilt, um Reaktionszeiten zu verkürzen, bestimmte Regionen abzudecken oder unabhängig von einzelnen Standorten agieren zu können. Das System ist also nicht starr, es ist flexibel, weil es flexibel sein muss. Neben den Primärspezialisierungen existiert in fast jedem Standort außerdem mindestens eine Sekundärspezialisierung und oft sogar mehrere. Diese entstehen nicht zwingend durch Planung, sondern häufig durch eine Mischung aus Faktoren: die Fachkenntnisse des Personals,
die Forschungsschwerpunkte bestimmter Abteilungen, die Erfahrung aus vergangenen Eindämmungen oder schlicht das Gutdünken und die strategische Handschrift eines Standortleiters. Sekundärspezialisierungen können dabei mehrfach vorkommen und sind in anderen Standorten teilweise sogar Primärspezialisierungen. Dadurch entsteht ein dichtes Netz aus Kompetenzinseln innerhalb des Ablegers. Standorte sind nicht nur Zellen, sondern ein verknüpftes System aus Spezialisierungen, das sich gegenseitig ergänzt. Bei der Ersteindämmung einer Anomalie spielt die Spezialisierung eines Standorts hingegen meist nur eine untergeordnete Rolle. Denn in der ersten Phase zählt vor allem Geschwindigkeit. Zuständig ist in der Regel der Standort, in dessen Einzugsbereich die Anomalie liegt. Also der Standort, dessen Kräfte am schnellsten vor Ort sein können. Erst wenn die unmittelbare Gefahr kontrolliert ist und die ersten Daten vorliegen, beginnt die eigentliche strategische Entscheidung, was genau ist diese Anomalie und wo ist sie langfristig am besten aufgehoben. Genau an diesem Punkt zeigt sich die Stärke des Systems. Die deutschsprachige Foundation setzt nicht auf einen einzigen Megastandort, der alles kann, sondern auf ein Netzwerk spezialisierter Einrichtungen, die zusammen ein flexibles und belastbares Eindämmungsgefüge bilden. Und genau deshalb funktioniert Eindämmung nicht durch Glück, sondern durch Struktur.